Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung. Dr. Blühbaum, freut mich natürlich sehr, vor Ihnen ein paar Takte sagen zu dürfen über Sicherheitskonzepte und Notfallkonzepte. Ich fange auch gleich an, um nicht die Zeit übermäßig zu strapazieren, um die Zielkurve kurz zu halten. Wir haben natürlich in einem Museum oder in einem Depot oder generell auf Exponate wirken natürlich verschiedene Gefährdungen auf. Ich möchte jetzt gar nicht genau auf die einzelnen Definitionen einsteigen. Das können Sie auch alles in unserer Broschüre nachlesen. Die liegt vorne aus, möchte ich gleich mal ein bisschen Werbung dafür machen. Da stehen diese Punkte drin. Wir haben natürlich viele Risiken, die zum Beispiel menschengemacht sind. In diese Auflistung zählt Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Vandalismus, Brandstiftung sind oftmals menschengemachte Sachen. Brand war zum Beispiel auch die Frage mit der PV, mit den Photovoltaikanlagen auf den Industriedächern. Ganz heißes Thema, kommt natürlich auch ganz wahnsinnig darauf an, wie gut die Bedachung gemacht ist, ob ich ein einfaches Bitumendach habe oder eine vernünftige, harte Bedachung. Das muss man natürlich dann auch in der Planung sauber berücksichtigen. Das ist ein klares, kommt darauf an, wie man es macht. Genau, dann haben wir auch vorher Schadenbeispiele gesehen, alles was mit Elementarrisiken, Naturgefahren und dergleichen zu tun hat, gibt es natürlich auch verschiedenste. Ist natürlich nicht jedes Museum oder jeder Standort gleich betroffen, aber grundsätzlich haben wir hier eine ganze Palette an Gefährdungen, die einwirken. Weitere Gefährdungen für Exponate sind natürlich vielleicht auch Schäden, die jetzt auch nicht von uns versichert sind oder generell nicht versicherbar sind, wie Schädlingsbefall, klimatischer Themen, Licht, UV-Strahlung, Schadstoffe. Das sind so schleichende Prozesse, die auch in der Regel nicht versichert sind. Aber zum Beispiel Transportschäden schon wieder. Also das sind weitere Gefahren, Gefährdungen, die auf Exponate einwirken können. Wenn man sich mal anschaut, wenn man sich ein Sicherheitskonzept erarbeiten möchte, wie fange ich an? Irgendwo muss ich ja mal nachschauen können oder irgendwo muss ich ja mein weißes Blatt mal befüllen. Da habe ich Ihnen jetzt einfach mal eine Auswahl an verschiedensten Richtlinien, Publikationen mal dargestellt, die Sie im Prinzip auch alle kostenfrei erwerben oder runterladen können, besorgen können. Gerade schon angewähnt, die Museumsrichtlinie, die VDS 3511, ist so das Versicherer-Standardwerk für Museen. Das wird gerade überarbeitet, ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Der letzte Stand war 2008, aber wird gerade überarbeitet und wird nächstes Jahr rauskommen. In dieser neuen Richtlinie sind dann auch Teilnehmer vom Deutschen Museumsbund dabei, Polizei, Versicherer, Sachverständige, auch die Mitarbeiterinnen oder die Leiterinnen vom SILK sind auch mit dabei. Ich hoffe, das Finanzierungsthema ist irgendwann auch geklärt. Genau, Museumsbund, also das ist eine ganz große Fachtruppe, die mit der Erarbeitung tätig ist, wird wahrscheinlich Ende nächsten Jahres dann veröffentlicht werden. Zum Thema Notfallkonzepte gibt es natürlich ganz klar den Leitfaden von der Münchner Fachgruppe für präventive Konservierung. Das ist meiner Meinung nach das Standardwerk, wo man eigentlich nicht viel dazu ergänzen muss oder ergänzen kann. Also das ist das Standardwerk. Es gibt auch den VDS-Leitfaden. Kann man mal beides nebeneinander legen, steht Ähnliches drin. Der Leitfaden vom VDS ist aber auch schon etwas älter. Was neu ist, einfach nur, falls Sie es mal gehört haben wollen, es gibt eine neue Richtlinie für einbruchhemmende Vitrinen, das ist ganz neu, das gab es bis jetzt gar nichts. Dann gibt es einen Security Report, der eigentlich so diesen Facility Report ergänzen oder ablösen soll, wo einfach so Sicherheitsfragen rund ums Museum, auch im internationalen Leihverkehr dann sind. Und dann gibt es auch eine neue Normenreihe für alles, was mit beweglichen Gütern in und um Museen zu tun hat, aber das ist wieder eine Frage des Budgets, rentiert sich, so Normen kosten dann gleich mal ein paar hundert Euro, da können Sie gerne auch mal bei uns nachfragen. Genau. Schaut man sich mal so ein Schutzkonzept an, wie erarbeite ich ein Schutzkonzept, dann ist immer so ein Regelkreis, der da eingehalten werden sollte und das ist eigentlich auch eine ganz
wichtige Sache, dass man nicht sagt, ich fange jetzt mit dem Schutzkonzept, mit einem perfekten Konzept an, sondern dass man wirklich klein anfängt, dass man einfach anfängt und dann auch dieses Schutzkonzept auch einfach weiterentwickelt. Und das ist hier auch diese Punkte, dass man zuerst mal überhaupt den Wirkungsbereich festlegt, bezieht sich das auf mein Depot, bezieht sich das vielleicht auf eine Sonderausstellung oder eine Baumaßnahme, ein Gerüst zur Sanierung von einem historischen Gebäude oder sowas. Dann ermittle ich die Gefährdungen, beurteile die Gefährdungen, definiere Schutzmaßnahmen, führe die Schutzmaßnahmen durch, prüfe es auf Wirksamkeit, ist natürlich ein bisschen schwierig oftmals, aber ich kann es auch vielleicht in einer theoretischen Übung mal durchziehen und dann überlege ich mir, muss ich das Ganze noch weiterentwickeln und so fort. Also das ist wirklich so ein laufender Prozess. Es ist nicht so, dass man einmal ein Schutzkonzept macht und dann hat man 20 Jahre Ruhe, sondern man sollte lieber weniger ändern oder kleinere Änderungen machen, aber sie wirklich regelmäßig anpacken. Auch hier mal wer eigentlich für das ganze Thema verantwortlich sein sollte. Die Schutzziele sollte natürlich der Anwender, also in dem Fall Sie, definieren. Auch die Gefährdungsanalyse zu schauen, welche Gefährdungen wirken denn eigentlich auf meine Exponate ein. Es ist ja nicht so, dass jedes Exponat oder jede Einrichtung gleich allen Gefahren ausgesetzt ist. Und dann erstellt man ein Schutzkonzept und da kann man auch zum Beispiel die Polizei, Versicherer, Planer, andere Fachleute auch einfach mal mit ins Boot nehmen und denen ihre Sichtweise mit einfließen lassen. Ein optimales und integrales Schutzkonzept beinhaltet immer mehrere Komponenten, also einmal die organisatorische Maßnahmen, mechanische Sicherungen und elektronische Sicherungen. Das ist so dieser Dreiklang, den man überall in allen Richtlinien liest und im Risikomanagement. Bei mechanischen Sicherungen, da habe ich verschiedenste Sicherungsmöglichkeiten, also Wände, Decken, Böden schaue ich mir an, ist es eine feste Bauweise, besonders feste Bauweise und so weiter. Bei Fenstern und Fassaden, da kann ich zum Beispiel im Neubau geprüfte einbruchhemmende Elemente verwenden oder Nachrüstungen oder im Bestand zum Beispiel Kastenfenster, das ist so mein Lieblingskind. Dann bei Türen kann ich auch zum Beispiel sagen, wieder auch geprüfte Elemente oder ich mache zum Beispiel so ein Windfangkonzept, dass ich sage, die äußere Tür ist eine historische Tür, die wenig Schutzanforderungen erfüllt und als nachgelagerte Barriere mache ich eine einbruchsichere Barriere. Hat den Vorteil, ich habe erst die Alarmauslösung, wenn ich es vernünftig mit der Alarmanlage kombiniere und dann habe ich noch einen mechanischen Widerstand. Tore gibt es auch eine neue Norm, vielleicht auch ganz interessant, weil wir das auch in dem einen oder anderen Bauvorhaben haben für Depotanlieferungsbereiche und so fort. Da gab es früher nur so eine Anlehnung an diese europäische 1627 und da gibt es jetzt mittlerweile einen eigenen DIN-technischen Standard für Tore, für einbruchhemmende Tore. Vergitterungen gibt es auch im Endeffekt eine Norm. Hier nochmal das Beispiel mit den Kastenfenstern. Das hat einen wahnsinnigen Vorteil, wenn man die Alarmauslösung in die äußere historische Barriere oder Ebene reinbekommt und im Nachgang hat man noch eine einbruchhemmende mechanische innere Ebene, hat man einen wahnsinnig guten Einbruchsschutz, weil der Täter zuerst das komplette äußere Fenster demontieren muss, um überhaupt an das Innere ranzukommen und hat auch bauphysikalisch große Vorteile. Also da gibt es auch einen Buchbeitrag, ich habe mal die Nummer dazu, wo die ganzen Vorteile dazu drinstehen. Vitrinen haben wir in unserer Richtlinie noch so Konstruktionsmerkmale drinstehen, muss man jetzt nicht alle durchgehen, vom Glas, Rahmeneinstand, Verriegelung, Befestigung und so weiter. Aber das nächste ist eben dann auch diese neue Norm, die jetzt erst seit 3 Monaten oder 4 Monaten am Markt oder veröffentlicht ist. Das ist die Richtlinie für einbruchhemmende Vitrinen. Da gibt es auch 4 verschiedene Klassen. Das ist von der einfachen Vitrine, die einen Zugriff oder ein einfaches Berühren im Tagesbetrieb verhindern soll, bis hin zu Hochsicherheitsvitrinen, die auch wirklich einer heftigen Attacke standhalten können. Das ist ähnlich wie bei Wertschutzschränken, bei Tresoren haben Sie auch so eine Prüfplakette und das ist da auch. Es ist aber keine Konstruktionsnorm, da steht jetzt nicht drin, wie genau das gemacht werden muss, sondern es ist eine Prüfnorm, also der Vitrinenhersteller muss wirklich die Vitrine in das Labor bringen und zerstören lassen und wenn es eine bestimmte Zeit standhält beim bestimmten Werkzeugsatz, dann kriegt es das Zertifikat. Genau, elektronische Sicherung ist klar, haben wir Einbruchmeldeanlagen, Videoüberwachungen, Wassermelder ist auch zum Beispiel ein Thema, wenn ich im Depot diese Temperierungsrohre gesehen habe, ist manchmal so ein Leckagemelder vielleicht auch kein Luxus. Hier habe ich die klassischen
Einbruchmeldesysteme kennen Sie alles. Was vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist auch immer wieder eine Frage, auch im musealen Bereich, wie lange darf eigentlich eine Einbruchmeldeanlage betrieben werden? Und da gibt es eigentlich relativ klare Aussagen aus den VDS-Richtlinien. Alle 10 Jahre muss die auf aktuellen Stand gebracht werden, muss überprüft werden. Sollte es gravierende Abweichungen geben, muss man das mit dem Versicherer besprechen. Wenn man keine VDS-anerkannte Einbruchmeldeanlage hat, dann gelten die DIN-Normen und da steht drin, dass der Betreiber dafür verantwortlich ist. Also man kommt aus dieser Nummer eigentlich schlecht raus. Das heißt, schauen Sie mal, wie alt Ihre Anlage ist und alle 10 Jahre mal auf den Stand bringen lassen. Da haben wir dann so Themen wie, dass die Alarmübertragung vielleicht abgedatet werden muss oder die Scharfschaltung mit einem veralteten Chipsystem arbeitet, was gehackt ist und was leicht mit einer Handy-App kopiert werden kann. Also das sind so Sachen, muss man einfach mal nach 10 Jahren auf den Prüfstand stellen. Genau, organisatorische Maßnahmen ist dann quasi der dritte Kreis. Da auch mal wirklich dran denken, dass man sich mal auf eine Haus- und Benutzungsordnung macht, auch für eine Depotordnung und dergleichen. Inventarisierung, ganz wichtig. Zutrittsregelungen, wer darf wann die Räume betreten, wer verwaltet auch diese Berechtigungen, wo steht der PC, auf dem das Schließsystem programmiert wird, wer hat Zugriff zu diesem PC und so weiter. Wirklich da schauen. Umgang mit und Sicherung von Bargeld und diebstahlgefährdeten Objekten. Da sind wir wirklich auch wieder im Bereich Personenschutz, Arbeitssicherheit, Arbeitsanweisungen, regelmäßige Unterweisungen auch wichtig. Fremdfirmenrichtlinie, das wird auch gerne vergessen. Wenn Sie Fremdfirmen haben, müssen Sie wirklich sehr detaillierte Regelungen treffen, auch was ihren Schutz und ihre Rechte betrifft. Auch das Thema Arbeitnehmerüberlassung, Dienstanweisungen und dergleichen, ein ganz heißes Thema. Also da muss man wirklich aufpassen, wenn Sie mit Fremdfirmen arbeiten. Regelmäßige Wartungen und Kontrollen und dann Notfall- und Evakuierungspläne, genau, womit wir schon beim zweiten Schwerpunkt wären. Also hier ist ja auch wieder in aller Munde, dass man hier eigentlich auch für den Notfall vorsorgen sollte und auch insbesondere der Feuerwehr eine Handreichung oder dementsprechende Hilfestellungen geben sollte, dass man auch eine schnelle und in ihrem Interesse befindliche Evakuierung der Exponate hinbekommt. Hier ist wieder die 2 Leitunterlagen dazu. Was hier eine sinnvolle Verknüpfung mit dem Schutzkonzept und Sicherheitskonzept sein kann, ist, dass man im Endeffekt schon auch von der technischen Seite darauf achtet, dass man auch eine Gefahrfrüherkennung in dem Depot und in dem Museum hinbekommt und da zum Beispiel zusätzliche Rauchmelder einbaut, Wassermelder, die einfach ein Schadenereignis, auch wenn sie nicht vor Ort sind, rechtzeitig erkennen kann. Natürlich macht es keinen Sinn, wenn es nur vor Ort pfeift, sondern das sollte natürlich möglichst auch an eine ständig besetzte Stelle geleitet werden. Von dort aus kann dann zum Beispiel auch ein Notfallteam schon mal voralarmiert werden oder informiert werden. Und was auch eine Notrufzentrale zum Beispiel machen kann, dass die Kontaktdaten halt immer auch aktuell hält, indem sie einfach jährlich eine Erinnerungsschreiben bekommen, wo sie ihre Kontaktdaten aktualisieren sollen. Was auch noch ein Thema ist, was gerne vergessen wird, sollten Sie wirklich Exponate oder Notfallpläne haben, die auch für einen Täter interessante Informationen beinhalten, also wo sind die wertvollsten Exponate, wie löse ich die, wo ist das Werkzeug, um die Vitrinen zu öffnen und sowas, da auch wirklich mit dem Versicherer Kontakt aufnehmen. Unter Umständen kommt dann einfach so Forderungen in Anführungszeichen raus, dass man den Schrank alarmsichert, in dem diese Notfalldokumentation drin ist. Oder zum Beispiel auch den Personenkreis einfach gering hält, der mit diesen Dokumenten umgeht. Weil wenn das in der ganzen Welt rumgeschickt wird, ist das natürlich auch kein besonders sinnvolle Sache. Also da ist ein Informations- und Datenschutz auch noch beachten. Vielleicht hier noch eine kleine Information, eben das Thema mit der Aufschaltung, mit den Alarmweitermeldungen. Also wirklich, da bieten wir auch als Versicherungskammer einen Service an, seit diesem Jahr auch zu 100% bei uns im Haus, vorher über eine Tochter GmbH, dass wir die Alarmaufschaltungen von diesen Wassermeldern, Einbruchmeldeanlagen und dergleichen auch für unsere Kunden anbieten. Also sollten Sie da mal Fragen haben, genau. Hier nochmal eine Liste, was so eine Notrufzentrale alles kann, aber das können Sie sich auch gerne dann mal
machen. Hier nochmal zusammenfassend die wichtigsten Punkte, auch wenn es darum geht, so ein Notfallkonzept zu erarbeiten. Nehmen Sie rechtzeitig Kontakt mit Ihrer örtlichen Feuerwehr auf. Das ist der Personenkreis, der mit dem Thema dann umgehen muss. Ich bin selber seit über 30 Jahren aktiv und auch, wir haben da auch eben unsere Einsatzgrundsätze und unsere Einsatzleitsysteme da, und da macht es wirklich Sinn, wenn da auch aktuelle Informationen da sind. Scheuen Sie sich nicht, einfach mal mit einem Notfallkonzept anzufangen, also nicht ewig warten oder meinen, ich muss das jetzt perfekt starten, sondern starten Sie klein, wirklich, Hauptsache Sie fangen an. Es muss nicht, oder es ist eben auch wieder dieser Verbesserungszyklus, schauen Sie, dass Sie es verbessern. Einfach halten, Sie können wirklich nicht jede Individualität regeln. Wichtig ist, dass Sie die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten sauber geregelt haben, dass auch im Notfall klar ist, wer darf was und wer darf was nicht. Nutzen Sie auch vorhandene Leitfäden, wie gesagt, den von der Umgang mit Kunst und Kulturgut. Tauschen Sie sich mit anderen Museen aus, vielleicht haben Sie auch in Ihrer Nachbarschaft oder befreundete Museen, die es schon angefangen haben oder die es auch gerade anfangen. Tauschen Sie sich mit denen aus, bilden Sie irgendwo eine kleine Arbeitsgemeinschaften und dann auch nutzen Sie auch die Erfahrung von externen Partnern, also Feuerwehren. Auch, Sie können uns auch als Versicherer mal um Rat fragen oder unsere Meinung fragen, das ist gar kein Thema. Genau. Wenn Sie in den Anspruch von unseren Beratungen kommen wollen, ich denke mal, die meisten von Ihnen haben ja auch bei uns einen Versicherungsschutz. Jede Kommune hat einen Kundenbetreuer, einen Direktionsbevollmächtigten, wie der so heißt, und der kann mich dann beauftragen oder uns beauftragen. Auch das Thema Brandschutz, Elementarrisiken haben wir natürlich viele Fachleute, und wenn Sie unsere Notrufzentrale mal ein Angebot haben wollen, was das dann auch bedeutet und welche Leistungen wir erbringen können, können Sie sich an die beiden genannten Herren wenden. Unsere Publikationen, da haben wir wirklich zu allen Themen, Photovoltaik, Museen, Elementarrisiken, haben wir Publikationen, können Sie sich entweder kostenlos runterladen unter dem Link oder auch in Papierform bestellen. Genau, dann wäre